Hier nochmal ein paar Worte zu den Erlebnissen, von denen ich berichtet habe, wie unglaubwürdig sie auch klingen mögen. Sie sind Teil meines Lebens. Würde ich sie bestreiten, verleugnen, würde ich sozusagen mich selbst verleugnen, mein Leben verleugnen. Und das wäre so, als hätte ich gar nicht gelebt. Aber ich lebe und ich habe diese Erlebnisse gehabt. Vielleicht sind sie eine Prophezeiung. Und deshalb berichte ich von ihnen, weil sie die Wahrheit sind. Die Wahrheit dessen, was ich erlebt habe. Und sollte es an mir liegen, an meinen Augen oder an meinem Gehirn, dann kann man mich gerne untersuchen und das beurteilen. Ich sage aber, es ist ganz klar so gewesen und es ist auch so gewesen, dass ich dadurch erkannt habe, dass wir verschiedene Bewusstseinsebenen erleben können. Wir können sozusagen hinübergleiten auf eine andere Ebene, meistens eine höhere Ebene, und erleben eigentlich noch das Gleiche. Wir sind in dem gleichen Zusammenhang, in der gleichen Wirklichkeit, in Anführungsstrichen, sozusagen, aber schauen aus einer anderen Perspektive. So würde ich es jetzt mal sagen. Also diese Realität, die wir Realität nennen, ist nur ein Teil der großen Realität. Nicht alles, was wir sehen, existiert. Das hat mit unseren Augen zu tun und mit dem, was es an Erscheinungen gibt. Ja, es war mir jetzt nochmal wichtig, das so zu sagen und dieses der Welt zu sagen. Hier noch einmal die Erlebnisse, einige davon ganz kurz nur angerissen, weil ich habe komplette Videos hier gemacht und veröffentlicht. Also das erste Erlebnis: Mein Hund und ich sehen, wie ein Saurier zusammenmontiert wird aus irgendeinem Material. Ich dachte erst, es ist für irgendeinen Spielfilm, dass etwas gefilmt wird, ein Film gemacht wird. Als dieser Saurier fertig montiert war, hat er seinen Kopf bewegt und seinen Hals und es sah sehr maschinell aus. Dann plötzlich wurden seine Bewegungen weicher und er erschien realistisch. Ich bin mit meinem Hund dorthin gegangen, um zu überprüfen, ob das real ist und was dort geschieht. Als wir auf halbem Weg waren, war plötzlich alles verschwunden. Mein Hund und ich sind noch bis an diese Stelle gegangen, es handelt sich dabei um eine Wiese, und haben nach Spuren gesucht. Es gab aber keinerlei Spuren von irgendwelchen Fahrzeugen, die es auch gab, einen großen LKW, der diese Saurierteile transportiert hat, und einen Jeep. Nichts war mehr da, keinerlei Spuren. Das ist das eine Erlebnis. Das andere Erlebnis, das ist, dass mich abends in einer Stadt, die Oberkirch heißt, ein kleines Auto überholt und abbremst.
mit meinem Wagen und es leuchtet hinten auf der Ablage auf Jesus Christus. Dieser Wagen bremst mich sozusagen aus. Später treffe ich den Fahrer dieses Wagens noch einmal und wir kommen ins Gespräch und ich sage ihm, dass ich nicht Jesus Christus bin. Ich besuche ihn und seine Frau oder Freundin mehrmals. Sie hat ein amputiertes Bein, sie hat Krebs, das hat sie mir aber nicht gesagt, dass sie Krebs hat. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht Jesus Christus bin. Daraufhin sagte sie, natürlich nicht, du hast ja auch keine Jesuslatschen an. Das sagte sie so aus Spaß, aber sie war auch der Meinung, dass ich Jesus Christus bin. Plötzlich war sie verstorben an ihrem Krebsleiden. Das dritte Erlebnis, das war, dass ich auf dem Weg zum Einkaufen in den Nachbarort gesehen habe, wie sich die Gesichter einiger Menschen verformt haben. Das heißt, sie erschienen etwas länger als normal, etwas runder als normal und die Nase und Augen waren ein bisschen anders geformt, aber man konnte auch noch das ursprüngliche Gesicht eigentlich erkennen und aber auch erkennen, wie es sich verformt hat, was sich verformt hat. Es war sowohl außerhalb des Supermarkts, in dem ich eingekauft habe, als auch bei einigen Leuten in dem Supermarkt. Ich habe noch an diesem Tag und an dem Tag danach an meinem Wohnort bei vorbeigehenden Passanten das Gleiche gesehen, auch bei einigen Nachbarn von mir, dass sich ihre Köpfe verformt haben. Ich habe es so interpretiert, dass es sozusagen ein Zeichen ist, und zwar je unauthentischer man lebt, das heißt je weniger man sich selbst lebt, desto mehr verformt sich das Gesicht für einige Zeit, damit man Anlass hat, über sein Leben nachzudenken und darüber nachzudenken, was man vielleicht an seinem Leben ändern müsste, um man selbst zu sein. Dass man nicht das lebt, was die Nachbarn wollen oder Vorgesetzte oder sonst jemand, sondern dass man ein eigenes Ich hat mit einer eigenen Seele und eigenen Wünschen und Vorstellungen und Ideen. Das hat etwa 3 Tage angehalten, dann war es vorbei. Es war auch nicht mehr in unserem geistigen Raum als Information sozusagen abgreifbar. Ich hatte Fernsehsender und Zeitungen angeschrieben, ob jemand Lust hat zu recherchieren. Ich hätte zeigen können, welche Personen betroffen sind und wo ich was gesehen habe. Es gab aber leider keinerlei Interesse daran. Für mich sind diese Sachen auch so wie Visionen. Vielleicht werden wir alle das im Großen erleben und dieses ist sozusagen ein Vorspiel. So unglaubwürdig das klingen mag, ich halte daran fest, weil es die Wahrheit ist und ich sage die Wahrheit, auch wenn alle glauben, dass ich krank bin oder die Unwahrheit sage. Dieses ist die Wahrheit und darauf schwöre ich. Okay und Shalom. Ich bin in diesem Leben auf den Namen Andreas getauft. Das ist mein Name. Shalom.